Das ist es, mein neues Domizil in Finnland an der russischen Grenze. Schau dir das Video an, ohne was zu erfahren, was ich hier mache. Hallo zusammen, da bin ich wieder, diesmal aus meinem Garten. Ich wollte heute eigentlich ein bisschen Rasen mähen, den Garten in Ordnung bringen, aber wenn ich mir den Himmel betrachte, sieht es aus, als würde es wieder regnen, wie die letzten Tage so oft. Ja, ich lebe jetzt in der Nähe von der russischen Grenze. Ich weiß nicht, Luftlinie sind es, glaube ich, 5 Kilometer in diese Richtung hier. Ich war schon einmal da und ich habe mich auch hier in der Gegend schon mal ein bisschen umgeschaut, denn ich möchte nun mal weiter Videos machen und euch auch diese Gegend hier zeigen, an der russischen Grenze, wie man hier so lebt. Das hier ist mein Haus, wo ich jetzt lebe. Diesmal kein Holzhaus, sondern eins aus Stein. Hier unten die Fenster sind meine Holzwerkstatt. Hier hat früher ein alter Schreiner gelebt, bis zu seinem Tod. Und dort unten sind noch die ganzen Geräte drin. Ja, da gibt es einen Hobel, eine Bandsäge und eine Drechselbank. Einiges habe ich schon benutzt, weil ich ein bisschen umgebaut habe. Mein Büro liegt oben unterm Dach. Dort oben das kleine Fenster. Dort ist das Gästezimmer. Das große Fenster ist mein Wohnzimmer. Und hier rechts das Schlafzimmer. Das Ganze ist alles ein bisschen kleiner, gemütlicher und vor allen Dingen jetzt habe ich das Wort schon wieder vergessen auf Deutsch. Ach, wie heißt das denn jetzt? Naja, ihr wisst ja bestimmt, was ich meine. Ja, also die Lüftung ist optimal in diesem Haus. Sehr gut gemacht. Der Garten sieht chaotisch aus. Hier ist die letzten Jahre einfach alles nur noch gewachsen. Der Mann war sehr alt, konnte also nicht mehr viel machen. Früher hatte er dort hinten Kartoffeln, da hatte er die Erdbeeren angepflanzt. Man sieht überall noch diese Spuren davon, von diesen Feldern. Und hier ist der Teich für die Goldfische. Wald gibt es hier auch zu Genüge. Und auch die Mücken fehlen nicht. Also ich bin nicht allzu einsam hier. Die hätten von mir aus auch in Sommer neben mir bleiben können. Den Rasenmäher habe ich gerade ausprobiert. Ist natürlich eine Hundsarbeit bei diesem hohen Gras. Vor allen Dingen ist der Boden noch sehr weich. Aber gut, das schaffen wir schon. Hier habe ich noch einen kleinen Schuppen für Werkzeuge, Gartenwerkzeuge. Dort oben ist mein Arbeitszimmer und da das kleine Fenster ist das Klo. Ich kann beim Duschen aus dem Fenster schauen. Hier geht es nach oben, in den oberen Garten und zum Eingang. Der Zaun ist noch nicht ganz fertig, ich hatte so viel zu tun. Aber das wird auch diese Tage gemacht. Gerda liegt in ihrem Drecksloch. Direkt hinter der Eingangstür hat sie sich ein schönes Loch gebuddelt. Das alte Ferkel.
Und Thor liegt hier. Er hat hier seine Ecke. Wenn es ein bisschen regnet, dann geht er unter die Wärmepumpe. Aber bei Starkregen muss ich ihn reinholen. Ja, wie lange der arme Kerl noch macht, weiß ich nicht. Er baut stark ab. Er hört ganz, ganz schlecht nur noch. Die Hinterbeine, die wollen nicht mehr so. Er hat Probleme beim Aufstehen. Aber noch kann er laufen. Ja, das wird hart ohne ihn. Ja, hier wachsen Johannisbeeren. Und darunter waren die Erdbeeren. Zumindest habe ich die Folie davon entdeckt. Dort, wo die weißen Blümchen sind, da ist das Kartoffelfeld. Und da habe ich noch ein paar Beerensträucher. Hier ist eine Eiche, hier die nächste. Die müssen auch alle noch beschnitten werden. Viel Arbeit, viel Arbeit. Aber das wird schon, ganz in Ruhe. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja, ich hatte gedacht, heute könnte ich mal den Rasen mähen, aber das war jetzt auch nichts. Egal, dann machen wir drinnen weiter. Ich habe noch genug Arbeit. Der Regen ist vorbei und ich stehe hier so halb in den Erdbeeren und rupfe hier ein paar Lupinien raus. Die Lupinien gehören nicht zur finnischen Pflanzenwelt und werden seit Jahren schon vernichtet. Es gibt im Internet eine Liste, wo drauf steht, welche Pflanzen nicht hierhin gehören und vernichtet werden müssen. Und dazu gehören auch Tiere, Insekten, alles Mögliche. Ich kann die Liste mal verlinken. Sie sehen zwar sehr schön aus, diese Lupinien, aber wenn man sieht, wo sie überall wachsen mittlerweile und welche Größe sie annehmen, schaut euch das mal an. Da sind viele tausend Samen, werden da kommen. Die fallen zu Boden oder werden mit dem Wind weitergetragen. Und sie verdecken dann unsere Pflanzen. Hier unten haben wir Walderdbeeren. Die werden irgendwann absterben. Ich reiße sie raus, wenn sie rausgehen nach dem Regen, oder ich knipse einfach hier diese Köpfe ab. Das reicht dann. Hier an dieser Stelle fahre ich sowieso mit dem Rasenmäher. Schaut mal hier, wie die sich ausgebreitet haben. Das ist Wahnsinn. Da fahre ich nachher mit dem Rasenmäher drüber. Nächstes Jahr würde ich noch mehr hier haben, wenn ich da nicht aufpasse. Zum Glück sind sie sehr gut zu sehen. Ja, da werden wir das Ding jetzt mal anschmeißen und eine Runde drehen. Es war eine Heidenarbeit mit diesem ollen Krepel, den ich hier habe, der sich Rasenmäher nennt. Und das lange Zeug, das bleibt erstmal stehen. Ich habe eben im Internet noch eine Motorsense bestellt und da wird das damit gemacht. Ich muss erstmal schauen, was hier an Blumen wächst, was stehen bleibt und was weg muss. Die Lupinien, die kommen auf jeden Fall weg da hinten. Ja, der Boden ist sehr weich vom Regen und außerdem sind hier viele Blätter in den letzten Jahren zusammengekommen und ebenso alte morsche Äste, die alle hier rumliegen, die eingewachsen sind. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal hier der Garten gemacht worden ist, aber Arbeit wartet noch auf mich. Ich habe nebenbei auch angefangen, ein paar Äste abzuschneiden, die Sträucher ein bisschen zu stutzen. Aber das wird mich noch den ganzen Sommer und Herbst beschäftigen. Das ganze Reisig werde ich auf den Kartoffelacker schmeißen, da wird es dann im Herbst verbrannt. Ist gut für den Boden, da hat er ein bisschen Dünger. Was hier fehlt, ist eine kleine Bank. Die muss ich mir noch besorgen. Am besten selber bauen, aber ich habe hier keinen Baumstamm gefunden, aus dem ich mal eine schnitzen kann. Es ist nicht das erste Mal, dass ich so einen Garten wieder belebe. Ich habe Mitte 2000 habe ich auf einem Bauernhof in Suomeniemi gelebt. Der stand 15 Jahre leer. Und der Garten, der sah ein bisschen schlimmer aus wie dieser hier. Da ist man ganz schnell aus 6 Beerensträuchern sind 30 geworden. Das Gras war 1,80 Meter hoch, das ging mir also bis zur Brust. Mit dem Rasentrümmer durchzukommen war unmöglich. Ich hatte zum Glück eine Sense. Aber
ein Haufen Arbeit war das. Auch die Sträucher nachschneiden und das alles. Die Apfelbäume, die da waren, die habe ich gar nicht sehen können, weil da Sträucher drumherum gewachsen sind. Und so nach und nach habe ich das dann alles wiederbelebt. War schöne Arbeit, aber auch viel. Jetzt werde ich mal schauen, was hierbei rumkommt. Ja, also mit Gemüse anbauen in diesem Jahr, das wird nichts mehr. Ich habe nichts vorgezogen wegen dem Umzug. Ich hätte das schon im April machen müssen. Und dann werden die Sachen, im Juni werden die draußen eingepflanzt. Man muss immer aufpassen, man kann hier Anfang Juni noch Nachtfrost haben. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Bei mir sind schon Tomaten und Gurken Anfang Juni kaputt gegangen. Einmal kurz Nachtfrost, vergessen das abzudecken. Wir haben da so lange Fließtücher für. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt auf den Feldern. Die Bauern decken damit ihre Kartoffeln zu. Auf jeden Fall ist dann alles sofort kaputt. Ich werde mal schauen, ob ich mir ein Gewächshaus baue. Ich weiß es noch nicht. Ich mache erstmal hier alles in Ordnung. Ja, die Mücken, die umschwirren mich, die mögen mich. Es ist jetzt die Mückenzeit im vollen Gange. Das wird auch jetzt noch einen Monat so bleiben. Aber was soll's, kann man nichts machen. Muss man eben durch. Ja. Gut. Ich werde jetzt mal unter die Dusche gehen. Dann muss ich mal nach Imatra fahren. Das sind so ungefähr 20 Kilometer. Ich wohne sehr weit außerhalb. Und werde da mal was einkaufen. Da ist auch eine Veranstaltung, da werde ich dann auch noch mal reinschauen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Denkt dran, das Abo dalassen, wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt. Und wie immer den Daumen hoch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Hey, hey!